Als die Morgendämmerung über die Nomadenstadt mit 10.000 Jurten hereinbricht, erlebt Königin Borakcin ein böses Erwachen. Ein Schaf hat sich, vorbei an ihren Dienern und Wächtern, in ihre Jurte geschlichen, wo es in ihr Bett springt und ihr ins Ohr blökt. Obwohl Borakcin die mächtige Khatun der Goldenen Horde eines riesigen Königreichs im Mongolischen Reich ist, regiert sie auf sehr bodenständige Weise. Seit ihrem 15. Lebensjahr ist sie mit Batu Khan verheiratet, dem gefürchteten Enkel von Genghis Khan. Während ihr Mann auf Raubzügen unterwegs ist, kümmert sie sich zu Hause um die Herden, die Familie und das Reich. Somit ist sie die Verwalterin einer Stadt mit vielen tausend Einwohnern. Zweimal im Jahr veranlasst Borakcin die Umsiedlung der Stadt zwischen zwei festen Orten. Das sorgt für ausreichend Wasser und saftiges Gras im Sommer und für Schutz vor rauen Winden im Winter. Der Umzug erfordert eine wochenlange Planung, die Abstimmung mit den anderen Siedlungen in ihrem Reich, strategisches Delegieren und die Geduld, sich der Geschwindigkeit der Tiere anzupassen. Heute ist der Tag der Umsiedlung und sie muss Scharen von Dienerinnen, Befehlshabern, Sklaven und Tieren die Wolga hoch zur Sommerweide bringen. Vor ihrer Jurte wird Borakcin von einem Tumult begrüßt. Der ungebetene Besucher läuft im Kreis um ihre Bediensteten herum, die bemüht sind, ihr Hab und Gut sicher in Wagen zu verstauen. Borakcin befiehlt ihnen, das Tier einzufangen, doch am Ende ist sie die Einzige, die flink genug ist. Anschließend überwacht sie ihre Dienerinnen, die ihre Jurte auf einen eigens angefertigten Wagen hieven. 20 Ochsen sind erforderlich, um den Wagen zu ziehen, und Borakcin traut es sich nur selbst zu, das Gespann zu lenken. Als nächstes treffen sich Borakcin und ihr wolliger Begleiter mit den Wachen. Die Königin befiehlt ihnen, während der Reise ein Auge auf die besondere Empfangsjurte und den Thron ihres Mannes zu haben. Die Wachen fungieren auch als Vorreiter, die die Route sichern, die Königin beschützen und die Tiere in Schach halten. Als das aufgeregte Schaf schließlich ausbricht und auf die Felder zuläuft, können die Wachen auf seinem Weg durch die Jurtenstadt nicht mithalten. Verzweifelt reitet Borakcin selbst zu den Weiden. Dort angekommen, sieht sie das unruhige Schaf, wie es sich unter eine große Herde mischt. Sie geht auf das Tier zu, das sich an ein anderes Schaf schmiegt, seine Mutter. Sie ist trächtig und scheint Schmerzen zu haben. Erschrocken begreift Borakcin, dass die bevorstehende Geburt in der Hektik des Umzugs vergessen wurde. Da keine Zeit bleibt, nach einem Schäfer zu suchen, krempelt Borakcin die Ärmel auf, schmiert sich die Arme ein und hilft der Zibbe, ihre 2 Lämmchen zur Welt zu bringen. Dann verlässt Borakcin die Lämmer und ihre Mutter und eilt zurück zum Lager. Hier werden die letzten Vorkehrungen getroffen und die Wagen beginnen, sich aufzureihen. An der Spitze des Trosses befinden sich die Königin und 200 Wagen mit ihren Schätzen. Dann folgen die jüngeren Ehefrauen und die Bediensteten und dahinter die Konkubinen. Und dies ist nur die Siedlung von Borakcin. Hinter ihr stellen sich 3 weitere Siedlungen auf, die ebenfalls von hochrangigen Frauen angeführt werden. Borakcin stand über Wochen mit ihnen in Kontakt, um einen reibungslosen Ablauf des Umzugs zu gewährleisten. Sie alle bilden jedoch nur den königlichen Teil der Schlange. Hinter ihnen reiht sich die restliche Bevölkerung auf. Priester mit beweglichen Kapellen und Moscheen, Familien, Handwerker und Hirten. Endlich setzt sich Borakcin in ihren Wagen. Es wird Wochen dauern, bis sie ihr Ziel erreichen. Doch während der Reise wird die Königin alle gekonnt im Zaum halten. Von ihren stolzen Kindern und aufmerksamen Untertanen bis hin zu den Schafen am Ende der Schlange. Abonniere diesen Kanal, wenn du dich für Geschichte interessierst. Denn die Lektionen von gestern können uns helfen, die Herausforderungen von heute zu meistern.